Oh, hallo, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Fang doch schon mal ohne mich an. Nein, du kannst doch nicht ohne mich anfangen. Also den Spaß lasse ich mir nicht entgehen. Für die Perlen brauchen wir nur 3 Zutaten. 25 Gramm dunklen, naturbelassenen Rohrohrzucker, zum Beispiel so einen Muscovado, 45 Gramm Tapioca-Stärke und 30 Gramm Espresso oder Wasser. Einen Link, um Tapioca-Stärke zu bestellen, habe ich in der Infobox unterhalb vom Video. Da stehen dann auch nochmal die ganzen Mengenangaben. Die Farbe der Tapioca-Perlen wird übrigens nicht durch den Kaffee bestimmt, sondern kommt durch den Zucker. Zucker und Wasser geben wir in einen Topf und erhitzen beides und rühren so lange, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Den Topf dann beiseite ziehen und 1 Esslöffel der Tapioca-Stärke einrühren. So lange rühren, bis keine Klümpchen mehr in der Flüssigkeit sind. Den Topf dann wieder auf den Herd stellen und unter Rühren erhitzen, bis die Stärke beginnt, die Flüssigkeit abzubinden. Den Topf dann wieder vom Herd nehmen und die restliche Tapioca-Stärke dazugeben und verrühren, bis sie grob vermischt ist. Die Masse auf die Arbeitsfläche geben und zu einem glatten Teig verkneten. Vorsicht, das ist am Anfang noch heiß. Es ist aber wichtig, die Masse zu verarbeiten, solange sie noch warm ist. Knete den Teig nicht zu lange, da er sonst zu weich wird und beginnt zu kleben. Wenn du bemerkst, dass der Teig klebrig und zäh wird, dann hast du schon zu lange geknetet und musst nochmal von vorne anfangen. An dieser Stelle mehr Tapioca-Stärke dazugeben, hilft leider auch nicht mehr. Glaub mir, das habe ich schon zigmal ausprobiert. Den Teig dann in 3 Teile schneiden und zu etwa 4 mm dünnen Rollen formen. Die dann ganz leicht mit etwas Tapioca abstäuben. Also ich habe hier ein bisschen zu viel verwendet. Den Teig in kleine Stücke schneiden, so etwa 6 bis 7 mm und in den Handflächen zügig zu Kugeln rollen. Es ist wichtig, den Teig so lange zu verarbeiten, wie er noch halbwegs warm, lauwarm ist und vor allen Dingen soll er nicht austrocknen. Wenn dir mein Video gefällt, sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Die ganze Anleitung gibt es auch nochmal zum Nachlesen auf meiner Homepage. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Die fertig gerollten Tapioca-Perlen dann in kochendes Wasser geben. Wenn sie an der Oberfläche schwimmen, die Hitze reduzieren und für 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Den Topf dann vom Herd nehmen und mit einem Deckel verschließen. Die Tapioca-Perlen noch 15 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen. Anschließend die Tapioca-Perlen in Eiswasser abschrecken. Dadurch bekommen sie die richtige Konsistenz und außerdem werden sie dabei gleich noch gewaschen. Für den Sirup 50 Gramm dunklen Rohrohrzucker, also den gleichen wie für die Tapioca-Perlen, und 40 Gramm Espresso in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Die Tapioca-Perlen durch ein Sieb abgießen und in den Topf geben. Alles so lange unter Rühren kochen, bis die Flüssigkeit sirupartig eingekocht ist. Drei Viertel der Perlen in ein großes, hohes Glas geben. Ich verwende hier so ein Mesonglas mit einem halben Liter. Und das Glas etwas schwenken, um den Sirup an der Glaswand zu verteilen. Das sieht hinterher besser aus. Das Glas dann zur Hälfte mit Eis füllen, zu 2/3 mit Milch aufgießen und mit 3 bis 4 Esslöffeln Dalgona-Kaffee garnieren. Das ist jetzt nur optional, ist aber extrem lecker, kann ich wirklich sehr empfehlen.
Also wenn du das machst, dann noch mit den restlichen Perlen garnieren. Vielleicht noch mit einem Mini-Oreo. Noch einen Boba-Strohhalm ins Glas stecken und dann... Hier, das ist jetzt schon mein zweiter. Das ist übrigens mein Frühstück heute Morgen. Ich meine, ist ja schließlich alles drin, ne? Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett ist auch drin. Ich meine, ätherische Öle im Kaffee sind doch Fett, oder? Köstliches Frühstück. Kann ich sehr empfehlen. Also, ich hoffe, dir hat meine kleine Anleitung gefallen, wie man Bubble Tea selber macht, wie man die Tapioca-Perlen selber macht. Genau, das gesagt, ich genieße den jetzt hier noch, verabschiede mich, bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem, also in einem von den beiden, die da jetzt gleich erscheinen werden. Demnächst so. Das gesagt, ich bin weg. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. Tschüss. Hier in die Küche gehen. Tapioca-Perlen selber machen, Bubble Tea selber machen gehen. Das macht ziemlich viel Spaß. Musik an und dann schön drehen, das macht richtig viel Spaß. Ciao! Kleinglitschigen Scheißerle. Cheers!